Kürzlich wurde ich in einem Kommentar zu meinem Implantatvideo Folgendes gefragt. Wie sieht es denn inzwischen aus? Du könntest mal ein Upgrade machen? Welches Implantat hast du bekommen? Geschraubt oder zementiert? Welches Material? Welche Firma? In dem Video wurde ja nur der Fuß in den Kiefer gesetzt und das musste ja einige Monate einheilen und festwachsen. Wie ging es weiter und wie zufrieden bist du heute? Gute Idee, Kayuke 309. Wird hiermit erledigt. Wow. 4.000 € für einen einzigen Zahn. Wie war der Spruch? Wenn man sich alle Zähne im Mund neu machen lässt, hat man den Wert eines Autos im Mund? Ist das krass. Seit gut 20 Jahren habe ich Probleme mit diesem Zahn. Wie man sieht, wir reden hier von Zahn Nummer 26. Schon im Jahr 2008 war eine Wurzelbehandlung und Krone notwendig. Hat auch bis zum Februar letzten Jahres gehalten, aber nach einer Entzündung konnte der Zahn dann im Februar letzten Jahres nur noch gezogen werden. Mein Video hat mit dem Stand meiner Behandlung von Januar 2023 geendet. Zu diesem Zeitpunkt war das Einheilen des Implantats so gut wie abgeschlossen. Voraussichtlich im Februar diesen Jahres geht die Behandlung dann weiter. Hier muss nur noch ein Abdruck gemacht werden, die Krone gefertigt und letztendlich eingesetzt werden. Hier mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die Kronbehandlung macht übrigens den größten Preisunterschied im Vergleich zu meinem alten Zahnarzt aus. Wir reden hier von einem Preisunterschied im Eigenanteil von 1.119 € für eine im verwendeten Material qualitativ bessere Krone. Soweit so gut. Das Implantat, übrigens ein Impla MR Schütz Dental, war tatsächlich im Februar 2023 problemlos eingeheilt. Es folgte dann ein Mundscan im April 2023. Das war sehr angenehm, denn zumindest früher ist das ja immer per Abdruck erfolgt. Und das hatte ich auch erwartet. Abdrücke machen ist okay. Es ist aber auch okay, wenn man sich das ersparen kann. Jeder, der schon mal eine Zahnspange hatte, weiß, was ich meine. Im Mai 2023 war dann die Krone aus Zirkon fertig und konnte innerhalb von ein paar Sekunden in das Implantat geschraubt werden. Das war generell völlig problemlos, aber im Moment des Festschraubens stellte sich ehrlich gesagt kurzzeitig ein sehr unangenehmes Gefühl ein. Eigentlich total logisch warum, aber für mich vollkommen unerwartet, weil ich im Vorhinein einfach nicht darüber nachgedacht habe. Was war passiert? Der Zahnarzt hat die Krone ruckzuck in das Implantat geschraubt. Krone und Implantat wurden also regelrecht zusammengezogen. Das hat dann wiederum beidseitigen sehr starken Druck in meinen Oberkiefer ausgeübt, denn das Implantat ist ja wiederum auch in den Oberkiefer eingeschraubt. Es fühlte sich also an, als ob plötzlich beidseitig Druck in den Kiefer rein und aus dem Kiefer raus ausgeübt wurde. Wirklich ein ganz seltsames Gefühl. Aber es war letztlich halb so wild und hat zum Glück nach kurzer Zeit nachgelassen. Anschließend musste ich ca. 30 Minuten in der Praxis warten, um sicherzugehen, dass alles gut ist. Und nach meinem Okay wurde dann das Schraubenloch der Krone noch mit einer Füllung versehen, sodass es im Alltag nicht stört. Und nun lebe ich seit mittlerweile 2 Jahren sehr gut und völlig problemlos mit meinem Implantat. Laut Heil- und Kostenplan sollte das Implantat 1.605 € kosten und die Krone rund 288 €. Dies macht einen Gesamteigenanteil von 1.893 €. Und tatsächlich musste ich beim Implantat sogar noch etwas weniger zahlen. Letztlich musste ich 1.575,74 € bezahlen. Die Krone passte genau zum Kostenvoranschlag mit 288,31 €. Alle weiteren Behandlungskosten hat meine Krankenkasse inklusive des Zuschusses für das Bonusheft anstandslos übernommen. Wenn du jetzt bei den Zahlen neugierig geworden bist, empfehle ich dir unbedingt, mein erstes Video zu diesem Thema anzuschauen. Natürlich würde dieses am Ende von diesem Video angezeigt werden. Wie schon gesagt, habe ich das Implantat seit mittlerweile fast 2 Jahren und es ist wirklich so, dass es ein sehr angenehmes Tragegefühl ist. Du hast ja im Rückblick bereits gesehen, dass ich seit mittlerweile über 20 Jahren Probleme mit diesem Zahn habe. Angefangen mit einer Amalgamfüllung, dann eine Vollkrone, letztlich Zahnverlust durch Entzündung unter der Krone, Zahn ziehen, ausheilen, Implantat setzen und dann wieder eine Krone drauf. Es war wirklich ein langer Leidensweg. Und auch wenn an dem Zahn heute nichts mehr echt ist, kann ich wirklich voller Überzeugung sagen, dass es der beste Zahnersatz ist, den ich jemals für diesen Zahn hatte. Keine Schmerzen, keine Zahnfleischprobleme, leichte Pflege. Und ich kann das wirklich gut vergleichen, weil nämlich mein Zahn 16,
also das Pendant zu Zahn 26 auf der gegenüberliegenden Seite im Oberkiefer, den gleichen Leidensweg einschlägt. Ja, jetzt fragst du dich sicherlich, ist der Typ einfach zu blöd, ordentlich Zähne zu putzen? Ja, und ich könnte mein kindliches Ich bis heute dafür ohrfeigen. Sowohl bei Zahn 26 als auch bei Zahn 16 liegen die Ursachen in meinem damaligen schlechten Putzverhalten. Auch Zahn 16 hatte eine Amalgamfüllung und wurde dann zeitlich gleich mit Zahn 26, als dieser eine Wurzelbehandlung mit Krone bekam, zum Glück aber nur teilüberkront. Aber wie es das Schicksal wollte, habe ich natürlich während der Einheilphase des Implantats Probleme mit diesem Zahn bekommen. Man konnte es schon damals auf dem Röntgenbild für Zahn 26 sehen. Man sieht hier Zahn 26 und hier Zahn 16 mit der Teilkrone. Und hier am linken unteren Rand der Teilkrone sieht man ganz genau, wie sich nach und nach die Karies ihren Weg in Richtung Nerv gräbt. Jackpot! Was ist letztlich daraus geworden? Die Karies war zu weit fortgeschritten, also musste auch hier eine Krone drauf. Zuvor gab es eine Wurzelbehandlung. Und auch wenn eine Wurzelbehandlung zunächst deutlich weniger angsteinflößend ist als die OP beim Implantat, muss ich ehrlich sagen, dass die OP mit deutlich weniger Schmerzen verbunden war als die Wurzelbehandlung selbst. Das waren wirklich fiese Schmerzen. Und das sind genau die Schmerzen, vor denen man sich beim Zahnarzt fürchtet. Aber wie man sieht, habe ich es ja irgendwie überlebt. Die Krone für Zahn 16 wurde übrigens am gleichen Tag eingesetzt wie die Krone für das Implantat. Die Kosten für diese Krone haben sich am Ende auf 317,73 € belaufen. Das sind also ca. 30 € mehr als für die Implantatkrone. Im Vergleich zum Implantat mit Krone habe ich hier wirklich etwas Probleme. Ich habe immer ein leichtes Ziehen, weil das Zahnfleisch unter anderem durch die Nutzung von Zahnseide immer angegriffen ist. Dieses Problem hatte ich auch schon mit Zahn 26, als dieser noch überkront war. Das Implantat trägt sich also deutlich angenehmer. Dennoch sollte man immer versuchen, die noch verbliebene Zahnsubstanz so lange wie möglich zu erhalten, bevor man zu Maßnahmen wie eben einem Implantat greift. Ich befürchte aber, dass das Schicksal für meinen Zahn 16 in den nächsten Jahren bereits wie bei Zahn 26 vorprogrammiert ist. Spätestens dann gibt es also das nächste Update-Video. Falls du nun noch irgendwas wissen möchtest, verewige dich gern in den Kommentaren und ich freue mich, dir zu antworten. Wie gesagt, hier wird jetzt gleich noch das erste Video zu diesem Thema eingeblendet. Bis zum nächsten Mal.